Als ich die Kirche das erste Mal betreten habe, wusste ich ja nicht, was mich hier erwartet. Santo Domingo de Silos ist ein bezaubernder und kleiner kastilischer Ort mit weniger als 300 Einwohnern und liegt ca. 60 Kilometer südlich von Burgos, ganz in der Nähe des berühmten Weinanbaugebietes Ribera del Duero. Der Ortskern ist heute weitestgehend restauriert und lädt die Besucher in spanisch-mittelalterlichem Ambiente mit Cafés und mehreren kleinen Läden zum Verweilen ein. Santo Domingo de Silos ist heute vor allem durch sein ursprünglich romanisches Kloster bekannt und dies nicht erst seit Umberto Eco die Abtei besuchte, um sie danach in seinem später auch verfilmten Roman Der Name der Rose zu erwähnen. Hauptattraktion des heute von ungefähr 30 Benediktinermönchen bewirtschafteten Klosters sind neben dem historischen Kreuzgang zweifelsfrei die gregorianischen Gesänge, die sich einer wachsenden Beliebtheit unter einer ständig zunehmenden Zahl an Besuchern der Klosterkirche erfreuen. Eine von den Mönchen aufgenommene CD mit dem Namen Chan schaffte es zum Erstaunen von Klosterbewohnern und internationalen Musikexperten in den 90er Jahren bis in die US-amerikanische Hitparade, und zwar gleich 53 Wochen lang. Im Konvent von Santo Domingo de Silos wird außerdem das älteste bekannte christliche Dokument aus Papier aufbewahrt. Bei der Missale de Silos handelt es sich um ein Messbuch. Es stammt aus dem 11. Jahrhundert und befindet sich heute neben 160.000 weiteren Werken in der klostereigenen Bibliothek. Auch wenn die Abtei vom theologischen Standpunkt her gesehen vielleicht nie mit den bedeutenden benachbarten Klöstern Covarrubias und San Pedro de Arlanza auf einer Stufe stand, so ist sie aber kunstgeschichtlich gesehen ein architektonisches Juwel im Herzen von Kastilien, welches seinesgleichen sucht. Ja, die gregorianischen Gesänge, sie waren der eigentliche Grund, weswegen ich damals das Kloster besucht habe. In dem kleinen Hotel in Covarrubias, wo ich mich eingemietet hatte, hat man mir den Tipp gegeben. Als ich die Kirche das erste Mal betreten habe, wusste ich ja nicht, was mich hier erwartet. In Kastilien, vor allem auf dem Land, erwartet man vielleicht eine gotische oder eine romanische Kirche, vielleicht sogar im Mudéjar-Stil oder eine Templerkirche, aber keinesfalls ein derart besonderes Bauwerk. Ich war damals auf einer Reise quer durch den Norden von Spanien, von Vigo an der Atlantikküste über Santiago de Compostela, natürlich um die Kathedrale dort anzuschauen, Pontevedra, dort gibt es eine sehr interessante Barockkirche, das Cabo Finisterre, die Rías Baixas, La Coruña, León, Lugo und Santa Eulalia de Bóveda, die älteste christliche Gebetsstätte aus dem 2. oder 3. Jahrhundert. Die Reise ging dann weiter über den Pico de Europa nach Oviedo an die Nordküste, Santander, Burgos, Covarrubias, Santo Domingo de Silos. Deswegen kenne ich ja dieses Kloster. Und dann über Pamplona nach Barcelona. Hier auf der Karte habe ich alle Punkte markiert, die damals von besonderem Interesse waren. Und dieser blaue Punkt in der Mitte, das ist die Situation von Santo Domingo de Silos. Das Stift geht ursprünglich auf eine westgotische Abtei aus dem 7. Jahrhundert zurück, überlebte allerdings die Herrschaft der Mauren nicht in dieser Form. Da Burgos aber sehr früh von den christlichen Truppen zurückerobert wurde, konnte sich der Konvent während der Regierungszeit von Fernán González, Graf von Kastilien im 10. Jahrhundert, unter dem Namen San Sebastián de Silos eine Zeit lang einer lebhaften Aktivität erfreuen. Am Ende des 11. Jahrhunderts wurde die Abtei in Santo Domingo de Silos umbenannt, da Fernando I., König von Kastilien, einen Mönch namens Domingo, vormals Prior des Klosters von San Millán de la Cogolla, beauftragte, das Kloster zu neuem Glanz zu führen. Domingo stammte aus Cañas in La Rioja und suchte in Kastilien Zuflucht vor dem König von Navarra. Er wurde nach seinem Tod im Jahre 1073 heilig gesprochen. In dieser Zeit und unter Federführung des heiligen Domingo entstand der zweigeschossige romanische Kreuzgang, der heute zu den bedeutendsten seiner Art in Spanien gehört und typischerweise um einen sehr schön gepflegten und begrünten Patio, einen Innenhof herum, angelegt wurde.
Er trägt die Handschrift der Franziskanermönche und misst etwa 30 mal 33 Meter über einem unregelmäßigen, nicht rechtwinkligen Grundriss. Seine Arkadenbögen werden von Doppelsäulen mit romanischen Kapitellen getragen, wobei jeweils die mittlere Stütze in jeder Galerie aus einer Fünffachsäule besteht, außer derjenigen, die sich auf der nördlichen, der Kirche zugewandten Seite befindet. Diese besteht zwar nur aus 4 Säulen, sie sind allerdings auf wundersame Art und Weise spiralförmig verdreht. Bemerkenswert sind vor allem die Arkaden des Erdgeschosses. Man erkennt 2 verschiedene Stilrichtungen, die auch unterschiedlichen Künstlern zugeschrieben werden. Der nördliche und der östliche Flügel wurden zuerst errichtet, noch während des 11. Jahrhunderts. Ihre Säulen haben einen größeren Abstand und weisen auch eine höhere Enthesis auf, während die Steinmetzarbeiten der Kapitelle des südlichen und westlichen Flügels, die des zweiten Bauabschnitts des 12. Jahrhunderts, realistischer herausgearbeitet wurden und über eine höhere Dynamik in ihren Darstellungen verfügen. So, jetzt ist gerade ein möglicherweise unbekanntes Wort gefallen, nämlich Entasis oder Enthesis, und das möchte ich kurz erklären, worum es sich dabei handelt. Das hier ist ein griechischer Tempel, ich muss wie immer ein bisschen ausholen, und der erscheint nur auf den ersten Moment wirklich rechtwinklig. Die Griechen sind Augenmenschen gewesen und sie wussten also sehr genau mit Sinnestäuschungen umzugehen und wussten, wie mussten sie den Tempel bauen, dass unser Auge, unser Gehirn dann aus diesem Bild einen wirklich rechteckigen Tempel macht, und dazu haben sie die Basis des Tempels, also diese 3 Stufen, wo die ganze Anlage draufsteht, die ist zu den Rändern hin leicht abfallend in einem leichten Bogen, und das Dach macht genau das Gegenteil. Das Dach, das hebt sich zu den Rändern hin ein bisschen an, und unser Gehirn, wie gesagt, adaptiert denn daraus ein wirklich rechtwinkliges Bild, und was Ähnliches haben sie auch mit den Säulen gemacht. Man sieht also hier, dass diese Säulen sich nach oben verjüngen. Das tun die aber nicht konisch, sondern sie machen das mit so einem kleinen Bauch. Also man sieht, dass die Säule im ersten Drittel ungefähr ziemlich vertikal zylindrisch ist, und dann hat sie eine Krümmung, sodass der Durchmesser der Säule nach oben kontinuierlich weiter abnimmt. Und diese Krümmung, diesen Bauch, den diese Säule macht, das nennt man eine Entasis. Jetzt sehen wir hier diesen Grundriss, da ist eingenordet, also Norden ist oben, und wir haben ja gerade gesprochen über die Arkadenreihen an der Nord- und an der Ostseite, die ich eben hier markiert habe. Hier sieht man so eine Doppelsäule. Dort erkennt man also vor allem auf der linken dieser beiden Säulen ganz stark diese Entasis, diese Bauchung, die diese Säule hat. Bei der rechten Säule sieht man es zumindest nicht so deutlich, und wir haben auch gehört, dass diese beiden Säulen im Nord- und im Ostflügel weiter auseinanderstehen als die im südlichen und im westlichen Flügel. Das sind eben die entgegengesetzten hier, das ist ja klar. Dieses Foto hier ist ein Kapitell aus den Arkadenbögen von der südlichen und der westlichen Seite des Kreuzgangs. Und hier sieht man im Vergleich zu dem Kapitell auf der linken Seite, dass das schon viel mehr skulpturhafter, viel bildlicher, viel dynamischer auch dargestellt ist, während das Kapitell auf der linken Seite, das ist eher reliefartig gehalten, also die ältere Konstruktion aus dem späten 11. Jahrhundert. Die Decken der Arkadengänge sind ebenfalls ein außergewöhnliches Werk. Sie bestehen nicht wie sonst üblich aus einem gemauerten steinernen Klostergewölbe, sondern sind durch eine Holzdecke abgedeckt, die aufwendig im Mudéjar-Stil gestaltet wurde. Besondere Elemente in diesem Kreuzgang sind außerdem die Puerta de las Vírgenes, welche bis heute die Verbindung des Kreuzgangs mit der Kirche herstellt, sowie die Fassade des Kapitellsaals, der allerdings heute nicht mehr besteht, denn er wurde während der Zeit des Neubaus im 18. Jahrhundert durch die Capilla de Santo Domingo de Silos ersetzt, welche heute direkt durch eines der Querschiffe der Kirche erschlossen wird. Zur Erläuterung möchte ich mich noch mal ganz kurz zu Wort melden. Es ist ja gerade eben der Mudéjar-Stil angesprochen worden. Das möchte ich kurz erklären. Die Iberische Halbinsel ist ja 750 Jahre lang durch die Mauren besetzt gewesen.
Und der Mudéjar-Stil ist entstanden nach der Rückeroberung durch die christlichen Truppen. Die hat ja 750 Jahre gedauert, vom 8. bis zum 15. Jahrhundert. Und Mudéjar-Architektur wurde gemacht von im Land verbliebenen arabischen Baumeistern, die nach der Rückeroberung durch die Christen für diese neuen Herrscher deren Kirchen und in diesem Fall eben auch ein Kloster gebaut haben. Hier sieht man also, wir befinden uns hier im Kreuzgang, die Mudéjar-Decke. Das sieht erstmal aus wie eine normale Holzbalkendecke. Wenn man aber genauer hinschaut, dann sieht man, dass die also ganz aufwendig bemalt und gestaltet wurde. Und das ist eben ganz typisch für den Mudéjar-Stil. Wenn Sie das genauer interessiert, es gibt in der Kathedrale von Teruel eine ähnliche, eine nochmals aufwendigere Decke, die auch in diesem Stil eben bemalt wurde. Ich verlinke hier oben rechts für Sie ein Video, dann können Sie das genauer studieren. Dann wurde angesprochen die Puerta de las Vírgenes, die befindet sich also hier im Grundrissplan eingetragen und stellt die Verbindung zwischen dem Kreuzgang und dem Querschiff der damals romanischen Kirche dar. Das hier ist diese Puerta de las Vírgenes. Puerta de las Vírgenes heißt die Tür der Jungfrauen. Also nicht die Tür der heiligen Jungfrau Maria, sondern die Tür der Jungfrauen in Plural. Was die Jungfrauen in einem franziskanischen Männerkloster gemacht haben, weiß ich nicht. Das muss ich aber auch nicht wissen. Ich betrachte ja hier nur die Architektur. Was auf jeden Fall auffällt an dieser Tür ist der Rundbogen. Der ist nämlich nach unten hin weiter geschlossen, als dass es nur ein halbkreisförmiger Bogen wäre. Und so merken wir sofort, das ist auch islamischer Einfluss in der christlichen Architektur, genau gleich wie der Mudéjar-Stil der Decke, die wir gerade eben gesehen haben. Dann wurde angesprochen der Kapitelsaal, der befindet sich hier. Der Kapitelsaal ist neben der Kirche und dem Kreuzgang eines der wesentlichen Elemente gewesen eines mittelalterlichen Klosters. Er ist normalerweise direkt vom Kreuzgang aus erschlossen gewesen und ist so etwas wie ein nicht religiöser Versammlungsraum gewesen. Dort hat man sich also getroffen mit den anderen Mönchen, um Dinge des alltäglichen Lebens, der Gartenarbeit und so weiter und so fort zu besprechen. Das hier ist die Fassade des Kapitelsaals. Dieses Foto haben wir auch gerade schon gesehen und man sieht also, dass die zugemauert ist auf der Rückseite und das kommt daher, dass nach dem Umbau im 18. Jahrhundert oder während des Umbaus im 18. Jahrhundert aus dem Kapitelsaal eine Kapelle gebaut wurde. Das ist die Capilla de Santo Domingo de Silos und die wird heute also direkt von oben durch ein Querschiff der heutigen Kirche erschlossen. Und deswegen ist die Fassade heute zum Kreuzgang hin nicht mehr geöffnet. In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts entstand auch die ursprüngliche dreischiffige romanische Kirche mit ihren 5 Apsiden, von der bis heute zum Entsetzen der spanischen Kunsthistoriker nur der südliche Flügel des Querschiffes erhalten geblieben ist. Denn während des 18. Jahrhunderts erwies sich die mittelalterliche Kirche wohl als zu klein und so gab es Pläne, sie durch ein Bauwerk zu ersetzen, welches dem aufgrund der Nähe zur Ruta de la Lana zunehmenden Pilgerstroms gewachsen sein sollte. Als Ruta de la Lana bezeichnet man eine von Alicante bis Burgos führende Nebenstrecke des Jakobswegs, die direkt durch Santo Domingo de Silos führt und so etwas wie die Lebensader des kleinen Ortes und seines Klosters darstellt. Der Neubau wurde von keinem Geringeren als Ventura Rodriguez in Angriff genommen. Ventura Rodriguez war königlicher Hofbaumeister, unter anderem erbaute er auch die Schlosskapelle des königlichen Palastes in Madrid, entwarf die Fassade der Kathedrale von Pamplona und auch an der Basilica del Pilar in Saragossa arbeitete er maßgeblich mit. Sie ist die größte und eine der wichtigsten Barockkirchen Spaniens. Ventura Rodriguez war neben dem französischen Architekt Jacques Marquet, dem Italiener Francesco Sabatini und seinem spanischen Landsmann José Benito de Churriguera einer der großen Meister der spanischen Barockarchitektur. Es handelt sich hier allerdings um einen außergewöhnlichen Barockstil, da er sich vollkommen jeglicher Dekoration entsagt, ganz im Sinne des Franziskanerordens.
So, hier sehen wir also nochmal den Grundriss unseres romanischen Klosters. Über die Kirche haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Man sieht hier, dass es sich um eine dreischiffige Basilika handelt, die auf der Basis eines lateinischen Kreuzes gebaut wurde. Sie ist nach Osten hin, so rum nach Osten hin orientiert, hat also ihren Eingang auf der Westseite, hat aber noch einen zweiten Eingang von oben durch diese vorgelagerte querrechteckige Vorhalle, diesen sogenannten Narthex. Und es ist auch ganz typisch für eine mittelalterliche Klosteranlage, dass sich der Kreuzgang einschmiegt zwischen Langhaus und Querschiff der Kirche, dass er da so in diese Ecke reingebaut wird. Ich markiere jetzt mal das Querschiff dieser Kirche, weil Ventura Rodriguez hat etwas ganz Besonderes gemacht. Er hat ja den südlichen Arm des Querschiffes vollkommen erhalten. Das ist das, was also jetzt heute neu gebaut ist. Der Teil des Querschiffes, der sich in das alte Klostergebäude hineinschneidet, der ist tatsächlich original erhalten. Er hat aber darüber hinaus das gesamte Querschiff, den architektonischen Raum davon erhalten. Die Wände sind zwar neu und die Kuppeln sind auch neu, aber ich betrachte das als eine Hommage an das alte Gebäude, dass der Raum des Querschiffes als solche erhalten wurde. Allerdings ist die Kirche jetzt andersrum orientiert. Sie hat ihren Eingang jetzt auf der Ostseite und den Chor Richtung Westen. Das ist ja ab dem 16. Jahrhundert nicht mehr üblich gewesen, dass eine Kirche immer nach Osten orientiert sein muss. Deswegen hat er wahrscheinlich auch drei Querschiffe vorgesehen, weil das Querschiff kann ja nicht direkt an der Eingangsseite auf dieser Seite sich befinden, ohne dass dann weitere Querschiffe oder weitere architektonische Elemente folgen. Nun, die Kirche ist aber nicht das Einzige, was hier neu gebaut wurde. Es ist ein ganz neues Kloster gebaut worden im 18. Jahrhundert. Es ist also ein zweiter Klosterhof gemacht worden, ein zweiter Kreuzgang. Hier sehen wir auch, das hier ist der Eingang genau, wo man von außen reinkommt. Ich habe hier auch ein Foto davon. Und man sieht also, dass die Fassade jetzt verglichen zum Beispiel mit deutschen Klöstern, die in der Barockzeit gebaut wurden, vollkommen nüchtern und sachlich gestaltet wurde. Das geht ganz sicher darauf zurück, dass es sich um einen Franziskanerorden gehandelt hat. Und als ich das Foto gesehen habe, musste ich auch an dieses Gebäude hier denken. Das ist der Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, also der Sitz von Philipp II., König von Spanien, erbaut in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Ich beziehe mich jetzt nicht auf die Kirche, die wir im Hintergrund sehen. Die Kirche hat nämlich durchaus schon sehr viele barocke Elemente. Ich beziehe mich auf die Fassade, die wir also hier zum Beispiel auf der linken Seite sehen, dieses sogenannten Königshofes, die also genauso schlicht ist wie das, was wir auf der rechten Seite an der Klosterfassade von Santo Domingo de Silos sehen. Im Fall von El Escorial nennt man diesen Stil den Herrera-Stil, benannt nach Juan de Herrera, einer der beiden Architekten, die für dieses Gebäude verantwortlich waren. Vor allem diese vollkommen schmucklose Behandlung der Fassadenoberfläche und vor allem, wenn man sich die Einrahmungen der Fenster anschaut, das ist also ziemlich gleich in Santo Domingo de Silos gemacht worden. Also möglicherweise diente der Herrera-Stil, der auch als Estilo de Desornamentado bezeichnet wird, ein bisschen als Vorbild gedient hat für das Bau dieses Klosters. Das hier ist die Eingangsfassade der Kirche, im Grundriss ganz oben rechts. Also man betritt die Kirche ja durch eine Apsis und man sieht also ganz deutlich hier, dass es sich nicht mehr um mittelalterliche Architektur handelt. Nun schauen wir uns die Kirche ein bisschen genauer an. Was ist das also für ein Stil? Man kann also in mehreren Vorlagen lesen, dass es sich um Neoklassizismus handelt. In einer spanischen Quelle habe ich gelesen, un templo neoclásico, also alle möglichen Stilrichtungen werden hier aufgerufen. Nun, Klassizismus ist ja etwas, was zeitlich stattgefunden hat, nachdem diese Kirche gebaut wurde, und zwar deutlich danach bereits. Von daher kann es also schon mal gar nicht neoklassizistisch sein, wenn, dann müsste es protoklassizistisch sein. Allerdings der einzige Gedanke, der einen dazu führt, dass dieser Innenraum klassizistisch oder klassisch sein sollte,
geht ja darauf zurück, dass er vollkommen schmucklos ist. Und ich habe ja in meinen ganzen Videos immer wieder gesagt, lassen Sie sich bitte nicht durch Dekoration täuschen und lassen Sie sich auch bitte nicht durch das Abhandensein, durch das Weglassen von Dekoration täuschen. Das macht keinen architektonischen Stil aus. Man kann ein Gebäude also in seinen architektonischen Stil einordnen, ohne dass man Engelchen und Stuck an Decken und Wände sieht. Und das wollen wir machen. Also Klassizismus auf jeden Fall eine Fehlanzeige. Und dann liest man noch immer, dass man einen Kreis in den Grundriss einschreiben kann und ein Quadrat. Natürlich kann man hier einen Kreis einschreiben, das kommt aber mehr oder weniger einfach durch die Symmetrie zustande. Man kann auch ein lateinisches Kreuz in diesen Grundriss einschreiben. Und ich finde es ganz interessant, dass Ventura Rodriguez im Falle dieses Entwurfs genau die Breite an der breitesten Stelle des Querhauses, wenn man das um 90 Grad dreht und also das lateinische Kreuz draus bildet, dass das genau bis zu den Achsen des davorliegenden und des danach kommenden Querhauses reicht. Also ein ganz interessantes Spiel mit geometrischen Formen. Nun, wenn man das hier sieht, denkt man natürlich sofort an Renaissance-Architektur. Das hier sind typische Beispiele davon. Oben links, das ist Santa Maria della Consolazione, eine Kirche, die während 100 Jahren, während des 16. Jahrhunderts gebaut wurde in Italien. Die meisten der Architekten sind also auch Baumeister des Petersdoms in Rom gewesen. Eines der Hauptwerke, wenn nicht überhaupt das Hauptwerk der italienischen Hochrenaissance. Darunter sehen wir Santa Maria della Carceri, auch eine Kirche der italienischen Hochrenaissance auf der rechten Seite. Oben zunächst, das ist der erste Grundriss von Donate Bramante für den Petersdom in Rom und unten rechts, das ist der verbesserte Grundriss von Michelangelo für dieselbe Kirche, also für den Petersdom auch. Nun, alle diese Renaissancekirchen haben ja gemeinsam, dass sie sich auf der Basis eines griechischen Kreuzes befinden. Das Langhaus ist genau gleich lang wie das Querschiff, also es gibt keine dominante Richtung, weder die Längsrichtung noch die Querrichtung. Das ist in unserem Fall natürlich nicht so, also auf jeden Fall keine Renaissance-Architektur. Wir sehen nämlich hier, dass das Langhaus unserer Kirche in Santo Domingo de Silos eindeutig länger ist als das Querschiff. Ganz interessant finde ich, dass Ventura Rodriguez auch hier wieder mit der Geometrie spielt, nämlich der Teil, um den das Langhaus vorne und hinten länger ist, entspricht genau der Breite des Querschiffes. Deswegen habe ich diese Kreise hier eingezeichnet. Wenn wir das also sehen, dann ist es also unweigerlich, erinnert man sich an Barockarchitektur. Hier nur zwei Beispiele davon. Das obere, das ist der Grundriss der Klosterkirche in Ottobeuren von Johann Michael Fischer. Im unteren der beiden Beispiele, das ist die Klosterkirche von Neresheim, beide in Süddeutschland, Neresheim von Balthasar Neumann erbaut. Und da kann man also sagen, das ist also eindeutig dasselbe Motiv, die Verbindung einer Langhauskirche mit einem Zentralbau der Gestalt. Also bei einer großen Kirche ist das eben ganz typisch immer so gebaut worden, dass sich die Rotunde genau in der Mitte befindet und der Chorraum nach vorne genauso groß ist wie der eigentliche, ich sage jetzt mal, Zuschauerraum oder der Platz, der für die Gläubigen vorgesehen ist. Also eindeutig ein barockes Motiv, was wir hier in unserer Kirche, in unserem Kirchengrundriss finden. Dann geht es aber weiter. Wir haben noch diese 4 Räume hier in den Ecken und ich habe hier wieder diese beiden Kreise eingezeichnet, dass man sieht, dass Ventura Rodriguez auch hier wieder mit Geometrie spielt. Also diese kleinen Räume sind genau doppelt so lang, wie sie breit sind. Und es gibt genau 4 Stück davon und die sind über diese diagonalen Achsen miteinander verbunden. Das sind also Sichtachsen. Man kann auch da jeweils durchlaufen und das ist ebenfalls ein barockes Motiv. Also das kennen wir zum Beispiel von Guarino Guarini. Er hat das Beispiel oben rechts gebaut, das ist San Lorenzo in Turin und die untere Kirche, die wurde in Böhmen gebaut von Christoph Dienzenhofer und zwar ist das eine Kirche in Smiršić und was diese beiden Kirchen auszeichnet, das ist diese
Streckung in die Diagonale. Das ist ja normalerweise bei Kirchen nicht unbedingt üblich, aber in der Barockarchitektur ist es ein Motiv, was man bei einigen Kirchen sehen kann, so wie bei diesen beiden Beispielen. Und auch unsere Kirche hier in Santo Domingo de Silos, wenn auch auf andere Art und Weise, aber hat sie diese Charaktereigenschaft. Das ist also die gesamte Raumkonfiguration unserer Kirche in Santo Domingo. Dieses Beispiel hier hat auch ähnliche Attribute. Es handelt sich hier um den Invalidendom in Paris, die Chapelle Royale des Invalides, gebaut von Jules Hardouin-Mansart, ganz am Ende des 17. Jahrhunderts. Man sieht auch hier, dass er diese Räume in den Ecken hat, die über das normale griechische Kreuz auch durch diese Gänge in der Diagonalseite miteinander verbunden werden, also auch ein barockes Motiv. Der Invalidendom basiert auf dem Prinzip oder bedient das sogenannte Mailänder Schema. Das ist also dieser Zentralraum, der umgeben wird von 9 weiteren kleineren Räumen, die jeweils auch mit Kuppeln überdeckt sind. Das ist auch ein Motiv, was man bei der Peterskirche in Rom kennt. Auch die Kirche von El Estoril hat einen ganz ähnlichen Grundriss. Das Spezielle am Invalidendom ist eben, dass er neben der zentralen Rotunde den nochmal im Chorraum eine weitere Rotunde hat. Da geht es um das Thema der Verschmelzung eines Zentralbaus mit einer Langhauskirche. Dasselbe Motiv übrigens, was die Barockkirche Santa Maria de Salute in Venedig aufweist. Nun also hier nochmal unsere Konfiguration, unsere Raumkonfiguration, die also durchaus ein barockes Gesicht zeigt, im Fall von unserer Kirche in Santo Domingo de Silos. Wir haben jetzt leider noch kein Foto der Kuppel gesehen. Ich habe auch kein Foto der Kuppel, aber über diesem zentralen Raum befindet sich also eine sogenannte Hängekuppel. Und leider, Sie wissen ja, dass ich gerne immer Fotos in die Kuppel hochmache, dass man genau sieht, wie die Kirche gebaut wird. Aber wie gesagt, eine Hängekuppel in der Mitte und alle Räume, die sich dann angrenzen, die sind mit Tonnengewölben überdeckt. Beziehungsweise hier sieht man nach hinten raus die Chorapsis, die wird abgeschlossen durch ein halbrundes Apsidengewölbe, genau gleich wie über dem Eingang, wo sich ja auch eine Apside befindet. Die wird auch mit einem halbkreisförmigen Apsidengewölbe abgedeckt. Nun, wenn Sie also tatsächlich nach Santo Domingo de Silos reisen sollten, um dieses Kloster anzuschauen, sind Sie also schon vollständig Experte bzw. Expertin und wissen also schon genauso viel wie die Reiseleiterin, wenn Sie nicht sogar deutlich mehr wissen. An dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt immer von Ihnen, das mache ich auch heute, nur heute mache ich es ein bisschen anders, weil wir uns nochmal den gregorianischen Gesängen hingeben an dieser Stelle.